Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von Klavierlernen mit Melanie. In dem heutigen Tutorial geht es so richtig schön ans Eingemachte, denn wir werden gemeinsam jede Menge improvisieren. Ja, und dabei werden wir uns natürlich auch rhythmisch mal wieder so richtig schön herausfordern und dann ganz nebenbei auch die Unabhängigkeit und die Koordination beider Hände trainieren. Doch bevor wir jetzt loslegen, zeige ich dir dann erstmal, wie das Ganze klingen wird. Ja, ihr seht schon, das Ganze klingt richtig episch und richtig vielversprechend. Und wenn du dich für Improvisation am Klavier interessierst, dann solltest du auf jeden Fall jetzt dranbleiben, weil du bekommst gleich jede Menge tolle Ideen zum Improvisieren. Wie immer erbauen wir uns jetzt erstmal unser Fundament für die linke Hand. Hierzu habe ich eine ganz besonders einfache Akkordfolge rausgesucht. Und zwar, wir sind in A-Moll und wir haben folgende Akkorde, nämlich einmal A-Moll, dann F-Dur, dann G-Dur und am Schluss wieder A-Moll. Ja, und jetzt wird es sogar noch einfacher, weil wir lassen immer die Terzen weg. Das heißt, wir haben dann immer nur den Grundton und die Quinte, die wir zusammen anschlagen. Ja, und das Schöne ist, die Akkorde liegen so schön nah beieinander und ihr müsst quasi einfach immer nur eure Hand verschieben. Ja, und diese Akkordfolge, die können wir dann jetzt während der Improvisation immer in der Schleife spielen. Aber jetzt kommt natürlich noch eine Sache hinzu. Wir wollen dem Ganzen natürlich auch noch einen schönen Rhythmus verpassen, weil erst durch den Rhythmus wird das Ganze so richtig spannend. Und hierzu nehmen wir jetzt wieder unser 3-3-2-Rhythmus. Was meine ich damit? Und zwar folgendermaßen. Ich mache es einmal ganz kurz vor. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Also, immer wenn die 1 kommt, schlagen wir den Akkord sozusagen an. Ja, nochmal ganz langsam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Dann wechseln wir. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, ich würde sagen, wir spielen das Ganze gemeinsam und du kannst jetzt hier mit mir zusammen einsetzen. Also, los geht's. 1, 2, 3, 4. Ja, und wenn das dann so richtig schön gut klappt, dann ist es Zeit für die rechte Hand. Und da legen wir einfach den Daumen auf das A und die nachfolgenden Finger auf die nachfolgenden Tasten. Ja, also von A bis hoch zum E. Und mit diesen 5 Tasten werden wir jetzt auch improvisieren. Ja, das sind sozusagen die ersten 5 Töne aus der A-Moll-Tonleiter. Liegen alle gut in der Hand und ich würde sagen, wir starten direkt. Und zwar, ich spiele euch jetzt immer verschiedene Varianten vor und ihr könnt dann einfach mit mir einsteigen. Die erste Variante ist ganz, ganz einfach.
Hier bleibt nämlich der Daumen immer nur auf dem A. Ich spiele das gleich mal vor. Ja, und ihr habt es schon gehört, das A spiele ich genau im gleichen Rhythmus wie die linke Hand. Also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Das heißt, die Hände bewegen sich komplett simultan. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Ja, das könnt ihr schon mal ausprobieren. Und die nächste Variante ist folgende. Und zwar, nehmt mal die ersten 3 Töne. Ja, und die spielen wir jetzt immer aufwärts. Immer nach der Reihe, einfach von unten nach oben. Und dazu nehmen wir wieder unsere linke Hand. Okay, das klingt dann so. Das Ganze können wir jetzt auch umgekehrt machen. Das heißt, wir spielen nicht von unten nach oben die ersten 3 Töne, sondern einfach von oben nach unten. Ja? Und das wiederholen wir dann immer. Also, seid ihr bereit? Dann können wir direkt starten mit der linken Hand. 3, 4. Oder wir können jetzt die oberen 3 Töne nehmen. Ja, die unteren 3 haben wir jetzt verbraten. Jetzt gucken wir uns die oberen 3 an. Also C, D, E. Können wir mal so spielen. Oder dann wieder von oben nach unten. Und so könnt ihr dann ganz leicht ein bisschen hin und her experimentieren, was da für euch am schönsten klingt. Wir können jetzt zum Beispiel auch einfach mal den A-Moll-Dreiklang nehmen und den einfach mal von unten nach oben spielen. Also, das klingt dann so. Ja, und jetzt machen wir mal Folgendes. Wir spielen nur die ersten beiden Male diesen A-Moll-Akkord und dann bauen wir mal eine kleine Variation ein, wo wir wieder sozusagen zurück nach Hause kommen. Ich mache euch das mal vor. Also, nächster Akkord. Gleich nochmal. Also zweimal hoch und dann einfach Ton für Ton wieder runter. Und bei den Tönen runter, da habe ich dann wieder diesen 3-3-2-Rhythmus genommen. Das heißt, die rechte und die linke Hand machen genau das Gleiche. Also. Ja.
Ja, und wenn ihr jetzt mal hört, was da passiert, dann merkt ihr, genau so funktioniert Songwriting. Genau auf diese Art und Weise kannst du deine eigenen Klavierstücke komponieren und auf diese Weise kannst du auch zum Beispiel improvisieren. Ja, also wir haben in der linken Hand einfach verschiedene Akkorde, die immer für verschiedene Klangfarben sorgen. Und in der rechten Hand kannst du dann zum Beispiel einfach ein Motiv mehrere Male wiederholen und baust dann am Ende so eine kleine Variation ein sozusagen. So entstehen dann ganz tolle Melodien und da kann man richtig schön ausprobieren. Übrigens, wenn dich das Thema Improvisieren lernen am Klavier interessiert, dann trag dich auf jeden Fall in meinen kostenlosen Minikurs zum Improvisieren lernen ein. Den Link dazu findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Ja, was können wir jetzt noch machen? Also zum Beispiel nehmen wir jetzt mal die Terzen einfach. Also wir können jetzt zum Beispiel mal hier zwischen C und A einfach hin und her pendeln und unten wieder unser 3-3-2-Rhythmus anwenden. Ja, und so durch entsteht dann schon gleich wieder eine ganz andere Bewegung, ja? Und da könnt ihr auch beliebig hier ausprobieren. Wir können auch zum Beispiel oben mal die Terz nehmen, also zwischen E und C, ja? Oder was zum Beispiel auch schön klingt, ist, wenn wir Terz für Terz runtergehen. Also erstmal hier oben, dann vom D aus, also D, H, D, H, D, H, D, H und dann C, A, C, A, C, A, C, A. Ja, und dann könnt ihr eben beim Improvisieren immer versuchen, diese verschiedenen Elemente miteinander zu mischen. Ja? Also zum Beispiel fange ich erst an hier, indem ich mit den ersten 3 Tönen was mache. Kann ich zwischendurch immer mal wieder zu diesem ganz ruhigen hier zurückkommen, dass ich wirklich nur mit dem Daumen das A hier anschlage und dann kann ich so ein bisschen überlegen, ach, was baue ich denn als nächstes ein? Ja, und so könnt ihr eigentlich dann stundenlang vor euch hinspielen. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat dir gefallen und dass du jede Menge tolle Ideen rausziehen konntest für dich, für deine eigenen Improvisationen. Ja, und schreib doch mal unten in die Kommentare, wie du so an das Improvisieren rangehst und auch vielleicht, wo deine größten Schwierigkeiten sind beim Improvisieren am Klavier und was dir da am schwersten fällt. Und wenn dir dieses Tutorial jetzt weiterhelfen konnte, dann lass mir doch auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniere auch diesen Kanal, damit du in Zukunft auch immer alle Videos angezeigt bekommst. Ja, und ansonsten habe ich jetzt noch einen ganz tollen Tipp für dich. Und zwar habe ich dir hier jetzt noch ein ganz schönes Tutorial verlinkt, wo es eben auch um dieses 3-3-2-Muster geht. Und es ist wirklich eine wunderschöne, epische Melodie und schau da unbedingt mal rein. Also dann, ich würde sagen, mach's gut, viel Spaß beim Improvisieren und bis zum nächsten Mal. Ciao!